Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge schauen wir uns den Dreame X50 Ultra Complete mal ganz genau an. Denn dieser hier bringt noch nie dagewesene Innovation und Funktion mit sich. Ich sage nur 80 Grad Mopwäsche, einen einfahrbaren LiDAR-Turm und eine Saugleistung von unglaublichen 20 Kilopascal. Der Hersteller verspricht sogar noch viel mehr und ob das alles nur heiße Luft ist oder ob die Versprechen auch eingehalten werden können, das schauen wir uns in diesem Video mal ganz genau an. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Nach dem Unboxing finden wir folgende Sachen wieder. Wir haben hier zum einen, wenn wir mit dem Papierkram anfangen, so eine Schnellstartanleitung in Deutsch und auf Englisch. Darüber hinaus haben wir hier einmal die Garantiekarte und wir haben hier einmal die Bedienungsanleitung in multiplen Sprachen. Natürlich haben wir hier die Station, dazu die Rampe und einmal einen Netzstecker. Wir haben hier einmal den Saugroboter. Außerdem haben wir hier einen Ersatzsaugbeutel und wir haben eine Bürste mit so einem Messer. Was wir noch haben, hier diese ganze Zubehörkiste. Da haben wir nicht nur 2 Ersatzbürsten, mehrere Staubbeutel. Wir haben auch bis zu 12 Wischpads. Wir haben hier Ersatzhauptbürsten, 3 Filter für den Saugroboter und wir haben hier die Reinigungslösung von Dreame. Denn diese Station hat eine Reinigungsmitteldosieranlage, das füllen wir gleich gemeinsam auf. Dann bedient sich hier der Roboter von diesem Reinigungsmittel und reinigt somit nicht nur eure Mops, sondern auch eure Böden. Kommen wir nun zur Station und auch die hat ein paar Upgrades erhalten. Wenn wir das Ganze einmal umdrehen, wir finden auf der Rückseite zum einen den Anschluss für den Netzstecker und hier so einen Kabelkanal, finde ich sehr toll, wenn an die Details gedacht werden. Außerdem haben wir den Ein- und Ausschalter und mehr gibt es hinten nicht zu sehen. Wir haben hier oben den Zugang für Frischwasser und für Dreckwasser. Das Ganze hat circa ein Volumen von 4,5 Litern. Ihr müsst diese Wassertanks nicht nutzen. Ihr könnt hier den Dreame Festwasseranschluss verbauen, dann zieht sich das Gerät automatisch von eurer Wasserleitung, dann Frischwasser und bringt dann hier das Dreckwasser in die Abwasserleitung. Das Zubehör dafür bekommt ihr in den gängigen Shop-Portalen. Wenn wir uns jetzt weiter nach unten bewegen, haben wir hier den Zugang für den Staubbeutel. Diesen Staubbeutel könnt ihr nicht wiederverwenden. Wenn ihr so wie ich eine nachhaltigere Lösung bevorzugt, zum Beispiel einen wiederverwendbaren Staubbeutel, dann schaut in der Beschreibungsbox mal vorbei. Und hier ist übrigens eine weitere Innovation. Hier ist ein UV-Licht eingebaut, welches die Bakterien zu 99% dann abtötet und somit gegen schlechte Gerüche und so weiter verhindert. Außerdem haben wir auf der anderen Seite den Zugang zur Reinigungsmitteldosieranlage. Hier könnt ihr den Reiniger vom Hersteller reinfüllen. Wenn ihr auch hier ein nachhaltigeres Produkt nutzen möchtet, dann schaut auf jeden Fall in der Beschreibungsbox vorbei. Richtig spannend wird es, wenn wir uns die unterste Etage anschauen. Denn hier hat Dreame weitere Innovationen eingebaut. Natürlich hatte schon die Station des X40 eine Selbstreinigungsfunktion, womit ihr hier das Ganze nie reinigen müsst. Dieser hier erweitert das Ganze. Und zwar wurden hier die Wassersprüher nun in einer anderen Form angeordnet, in so einem gestreckten I. Und so kommen hier die Wassersprüher maximal mit den Wischpads in Verbindung und können das Ganze dann besser reinigen. Außerdem ist eine automatische Dreckerkennung der Wischpads hier eingebaut, sodass im Zweifel die Wischpads 2-3 Mal gereinigt werden, bis sie komplett sauber sind. Wir können hier dieses Teil rausmachen, kurz unter das Wasser halten und somit wäre dann die Wartung der Station eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Einmal dann hier vielleicht noch einmal im Quartal mit einem Lappen durch und dann war es das Ganze auch schon mit der Reinigung und Wartung. Somit spart ihr euch viel Zeit und Stress und könnt euch wirklich ganz entspannt auf andere Sachen konzentrieren. Darüber hinaus ist das die allererste Station auf der Welt, welche mit 80 Grad heißem Wasser die Wischpads wischt und somit dann nochmal eine Art thermische Desinfektion hier zur Verfügung stellt. Abgerundet wird die Pflege der Wischpads durch eine Warmlufttrocknungsfunktion, sodass dann wirklich schlechten Gerüchen und Ähnlichem keine Chance hier geboten wird. Jetzt hat der Hersteller hier sehr viel versprochen. Ich würde sagen, wir nehmen das Ganze jetzt mal in Betrieb und schauen mal, ob der Hersteller hält, was er verspricht. Lass uns mal hier diesen Innovationsroboter im Detail anschauen. Wie ihr sehen könnt, hat dieser hier gar keinen Turm mehr. Aber das stimmt so nicht ganz. Er hat einen Turm, nur ist dieser derzeit, weil er ausgeschaltet ist, eingefahren. Und das hat folgenden Vorteil, dass er dann unter besonders flache Möbel, Couch, Sofas dann noch besser reinkommen kann, wo er vorher mit dem Turm immer dran knallen würde.
Weitere Innovation befindet sich hier vorne in der Kameraeinheit. Diese kann nun noch mehr Gegenstände erkennen, idealerweise auch Kabel. Das werden wir natürlich gleich vertesten, da bin ich mal total gespannt. Außerdem könnt ihr natürlich über die Kamera zugreifen und auch Tiererkennungsfunktionen und viele weitere Funktionen sind hier eingebaut. Dem fühlen wir nachher auf den Zahn. Wenn wir den Deckel hier einmal abnehmen, kommen nochmal spannende Sachen zum Vorschein. Wir haben hier einmal den Knopf für Reset und Wi-Fi. Wenn ihr den länger gedrückt haltet, dann könnt ihr das Gerät zurücksetzen. Außerdem haben wir hier den Staubbehälter, den ihr eigentlich nie entleeren müsst, denn das übernimmt für euch die Station. Was ihr aber hin und wieder tauschen müsst, ist hier der Filter, aber das sagt euch die App, wenn es soweit ist. Und drehen wir das Ganze mal einmal um. Hier unten verbirgen sich nun einige Innovationen, aber auch Funktionen, welche vom X40 übernommen wurden. Zum einen, wenn ich hier die Pads abnehme, haben wir hier wieder die Funktion, dass hier dieser Wischpad bis an den Rand fährt und ihr könnt es dann hier schon sehen, dass er dann wirklich komplett am Rand dann wischen kann. Außerdem kann dieses Gerät seine Pads in der Station ablegen, sodass er dann ohne Pads rumfährt und zum Beispiel gerade bei Hochflorteppichen, wo es nicht reicht, dass er sich erhöht, denn das kann er auch, und so kann er dann mit den Wischpads nicht Hochflorteppiche zum Beispiel versiffen hier mit den nassen Pads, sondern fährt dann ohne Pads durch und kann dann das Ganze trotzdem reinigen. Das ist ziemlich cool und das bieten von anderen Mitbewerbern die Flagship-Modelle bis heute nicht. Wo wir es hier über die Erhöhung haben, dieses Gerät kann Schwellen von bis zu 4,2 Zentimetern erklimmen und ihr seht schon hier diese Federkonstruktion, die hier verbaut wurde, und wenn es Doppelschwellen sind, können es sogar 6 cm hier erklommen werden. Ihr könnt sehen, dass diese Seitenbürste hier etwas wackelt. Das ist kein Defekt, macht euch keine Sorgen. Dieser hier fährt den Betrieb aus, sodass er bis an die Ecken kommt und so auch die Partikel rausholen und aufsaugen kann. Kommen wir nun zu einer weiteren Innovation, und zwar der Bürste. Kenner von Dreamy-Modellen wissen, dass bisher immer die Tricat-Bürste verbaut wurde. Aber das ist nicht die Tricat-Bürste, das ist eine Neukonstruktion von den Ingenieurinnen und Ingenieuren, denn diese vereint mehrere Vorteile in einem. Zum einen, dass sich hier Haare gar nicht mehr aufwickeln, einfach aufgrund der Konstruktion hier entlang gegleitet und verschwinden dann hier im Saugschacht, so dass dann diese Bürste immer haarfrei bleibt. Außerdem, diese Doppelbürstenkonstruktion führt dazu, dass die Partikel in den Teppichen und die Teilchen noch besser rausgesaugt werden. Wo wir hier bei der Raussaugung sind und bei der Saugkraft, das ist der erste Roboter auf dem Markt und somit eine Innovation, welche mit 20 Kilopascal Saugleistung unterwegs ist. Ihr seht schon, Dreamy hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, dieses Flagship-Modell wirklich nicht nur mit Verbesserung, sondern auch mit weiteren Innovationen auszustatten, so dass ihr damit zu Hause viel mehr Spaß habt und hier wirklich ein Gerät habt, welches den Namen Flagship auch wirklich würdig ist. Beachtet bitte, dass ihr rechts von der Station und links von der Station 5 cm Abstand lassen sollt und nach vorne hin 1 Meter freilassen. Bei der ersten Inbetriebnahme entnehme ich hier die Reinigungsmitteldosieranlage und fülle es mit dem Mehrflächenbodenreiniger von Dreamy auf. Wunderbar. Außerdem fülle ich hier den Frischwassertank mit Wasser auf und da gibt es auch etwas zu beachten. Solltet ihr besonders kalkhaltiges Wasser bei euch zu Hause haben, so wie ich, dann empfehle ich euch einen Wasserfilter, einfach damit die Leitung im Roboter und in der Station nicht über die Dauer verkalken und damit ihr einfach viel mehr Spaß habt. Außerdem befindet sich am Boden des Behälters ein Silber-Ion-Sterilisator. Dieser hilft, die Bakterien im Wassertank zu entfernen und muss ca. einmal im Jahr erneuert werden. Ansonsten fehlt mir auch hier persönlich wieder die Markierung, bis wohin ich das Ganze füllen darf. Ich denke, das wird demnächst zu einem Running Gag, aber irgendwann haben wir die Hersteller dazu gebracht, auch hier eine Markierung anzubringen. Setze ich hier das Frischwasser ein, mache das zu und jetzt nehmen wir das Ganze mal in Betrieb und verbinden es mit der Dreamy App. Ich habe jetzt die Station mit Strom versorgt und öffne jetzt hier oben die Klappe vom Dreamy. Jetzt schalte ich diesen einmal ein. Ihr ladet euch bitte in der Zwischenzeit die Dreamy App runter und erstellt euch schon mal ein Konto. In der Dreamy App habt ihr jetzt die Möglichkeit, über Hinzufügen und Scannen das Ganze zu machen. Ich zeige euch das jetzt über Scannen und drücke da einmal drauf. Jetzt scannen wir hier einmal den QR-Code. Um den Roboter immer mit der App steuern zu können, müssen wir diesen natürlich mit unserem WLAN verbinden. Deshalb geben wir hier einmal unsere WLAN-Daten ein. Wir hatten den Roboter ja schon eingeschaltet und wir haben auch schon Töne gehört, also drücken wir auf Weiter. Jetzt muss ich diese 2 Knöpfe für 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jetzt habe ich auch hier die Sprachansage gehört und drücke auf Weiter. Jetzt drücke ich auf Gerät Hotspot verbinden, drücke auch hier nochmal auf Verbinden.
Jetzt habe ich mehrmals eine Sprachansage gehört und somit wurde alles abgeschlossen und beenden das Ganze. Ihr seht jetzt, der Roboter hat nur 42% und deshalb schiebe ich das jetzt hier in die Station, dass er sich aufladen kann. Wir starten jetzt hier den Reinigungsvorgang und ich drücke hier auf Benutzerdefiniert, dass ihr einmal die Einstellung seht. Damit starte ich jetzt und dann kann auch direkt mit dem Kartografieren hier beginnen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Nachdem die erste Fahrt abgeschlossen wurde, können wir mit der Bearbeitung der Karte beginnen. Wir können die vorgeschlagenen Räume aufteilen, zusammenführen oder auch ausblenden. Löschen geht leider nicht. Auch können wir die Namen der Räume verändern oder auch einfach die Standardnamen nutzen. Wählt auf jeden Fall den korrekten Bodentyp aus und wenn ihr Laminat oder Parkett habt, auf jeden Fall dann auch die Verlegerichtung. So stellt ihr sicher, dass der Roboter richtig reinigt. Der Roboter erkennt zuverlässig Teppiche, aber ihr könnt auch manuell welche hinzufügen. Ihr könnt virtuelle Wände hinzufügen, wenn der Roboter irgendwo nicht durchfahren sollte oder auch komplette Bereiche verbieten mit verbotenen Zonen. Und natürlich könnt ihr auch komplett wischfreie Zonen definieren. Der Roboter erkennt und setzt eigenständig Möbel, aber könnt dies auch bearbeiten. Legt bei Sequenz auf jeden Fall die korrekte Reihenfolge der Räume an, damit ihr hier das beste Erlebnis erfahrt. Die App bietet die Möglichkeit, passierbare und unpassierbare Türschwellen hier zu definieren. Und natürlich dürfen dann auch hier Rampen nicht fehlen. Für die beste Erfahrung mit langen Vorhängen nutzt auf jeden Fall den Vorhangmodus und legt dies in der Karte an. Über Bereiche mit geringen Höhen könnt ihr die Funktion des einfahrbaren Turms manuell ansteuern. Der Roboter legt diese auch eigenständig an, könnt diese aber auch bearbeiten. Sollten bei euch zusätzliche Räume fälschlicherweise mitkartografiert werden, könnt ihr diese leider nicht löschen. Das Einzige, was derzeit möglich ist, ist, diesen Raum dann aufzuteilen. Nach der Aufteilung könnt ihr dann diesen Raum ausblenden. Das ist natürlich kein gangbarer Weg und hier muss Dreamy mit einem Update der App nachbessern. Alternativ könnt ihr auch die ganze Karte löschen und dann eine neue Kategorifizierung starten und schauen, dass dann dieser zusätzliche Raum nicht mit aufgenommen wird. Selbstverständlich unterstützt der Dreamy X50 auch multiple Stockwerke. Dazu müsst ihr diese Einstellung aber erst einmal einschalten. Danach schnappt ihr euch den Saugroboter und bringt ihn zu diesem Stockwerk. Wenn ihr ihn dann dort einschaltet, beginnt der Roboter mit der Erstellung einer neuen Karte. Selbstverständlich können wir alle Einstellungen, über die wir vorhin gesprochen haben, auch auf unterschiedliche Stockwerke anwenden. Die neue Karte wird vorerst als temporäre Karte angelegt. Diese solltet ihr auf jeden Fall speichern und dann könnt ihr zwischen den unterschiedlichen Stockwerken auch hin und her springen. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch die Treppenerkennung des Dreamy X50 für euch testen. Und wie ihr sehen könnt, erkennt der Roboter hier die Treppen automatisch und fällt nicht herunter, um Elektroschrott zu werden. Kommen wir nun zum Herzstück eines jeden Saugroboters, und zwar dem Reinigungsprogramm. Zur Wahl stehen euch hier Clean Genius und ein benutzerdefiniertes Reinigungsprogramm. Bei Clean Genius entscheidet hier der Roboter anhand seiner Sensordaten, seiner künstlichen Intelligenz, welche Reinigungseinstellung für welchen Raum in welcher Art und Weise nötig ist und setzt diese vollautomatisch um. Ihr könnt hier kleinere Feinheiten festlegen, wie Staubsaugen und Wischen oder Wischen nach dem Saugen und Tiefenreinigung, aber das war's dann auch schon. Alles andere übernimmt der Roboter hier in eigener Regie für euch. Wenn ihr das Ganze maximal individualisieren möchtet, dann geht ihr hier in das benutzerdefinierte Reinigungsprogramm. Gerade die Option Raumreinigung anpassen lässt hier keine Wünsche offen. Ihr könnt hier jeden Raum einzeln auswählen, festlegen, ob dieser nur gesaugt oder nur gewischt oder beides hier stattfinden soll. Nicht nur könnt ihr für jeden Raum die Mop-Temperatur anpassen, sondern auch wie viel Wasser dort verwendet werden soll. So könnt ihr die beste Einstellung für eure Böden bei euch zu Hause finden. Und natürlich könnt ihr auch festlegen, ob er hier durch den Raum schnell durchgehen soll oder eher gründlich, wie oft er auch das Ganze dann wiederholen soll. Wenn euch das Ganze aber zu viel ist, könnt ihr auch einfach ein Standardprogramm wählen, wie Saugen und Wischen. Dann legt ihr einfach fest, mit wie viel Saugleistung er hier zu Werke gehen soll, wie viel Wasser eingesetzt werden soll, schnell oder langsam und das war's dann auch schon. Bei der Frequenz der Rückkehr zum Waschen der Wischmops würde ich so festlegen, dass er so oft wie möglich zur Station geht, damit der Wassertank stets vollgefüllt ist. Sonst geschieht hier manchmal das Phänomen, dass er hier trocken wischt. Natürlich könnt ihr auch die praktische Zonenreinigung nutzen, wenn mal irgendwo was hingefallen ist, damit der Roboter dort schnell sauber machen soll. Wenn ihr euch gefragt habt, wie viele Zonen ihr gleichzeitig hier starten könnt, dann sind es 10 Stück und somit hätten wir auch dieses Mysterium hier geklärt. Der Roboter arbeitet die Zonen nacheinander ab und natürlich könnt ihr je Zone ein individuelles Reinigungsprogramm festlegen. Ihr könnt für den X50 natürlich auch Reinigungspläne anlegen. Dann fährt der Roboter nur zu den geplanten Tagen und Zeiten für euch hier raus. Dabei stellt ihr ein, ob er das automatisch reinigen soll oder ihr das Ganze auch noch benutzerdefiniert individualisieren möchtet. Ihr könnt sogar so weit ins Detail gehen, dass er an bestimmten Tagen nur bestimmte Räume reinigen soll. Dann speichert ihr das Ganze ab und fertig habt ihr diesen Plan bereits angelegt und könnt natürlich dann auch weitere Pläne noch anlegen.
Werft auf jeden Fall einen Blick in die Einstellung für die Teppichreinigung. Hier könnt ihr festlegen, ob die Wischmops in der Station gelassen werden sollen oder nur angehoben werden sollen bei der Teppichreinigung. Neben weiteren Optionen findet ihr dort auch den Punkt Leistungsschub für Teppiche, den ich euch auf jeden Fall empfehle zu aktivieren, damit der Motor dann auf maximale Leistung hochfährt, wenn er Teppiche erkennt. Unter Einstellungen für die Bodenreinigung verstecken sich auch coole Optionen. Dort könnt ihr festlegen, wann der LiDAR-Turm ausfahren soll oder nicht, aber ihr könnt das Ganze auch komplett ausschalten, sodass der Turm immer oben bleibt. Wenn der Roboter euren Möbeln nicht so sehr auf die Pelle rücken soll, dann könnt ihr den Kollisionsvermeidungsmodus aktivieren. Es ist dann aber gut möglich, dass er sich in gewisse Nischen, zum Beispiel unter der Küche, nicht mehr traut. Des Weiteren gibt es hier noch Punkte, womit ihr das Wischerlebnis bei euch zu Hause noch besser anpassen könnt. Werft auch einen Blick auf die Laborfunktion und schaut, ob diese für euch geeignet sind oder nicht. Unter KI-gesteuerte Mob-Extend-Einstellung könnt ihr das Ausfahren der Seitenbürste und des Wischmobs hier festlegen. Ihr könnt beide Funktionen auch komplett ausschalten, wenn ihr das nicht benötigt. Neben weiteren Individualisierungsmöglichkeiten des Wischmobs könnt ihr auch die Frequenz für beides festlegen. Wenn die eine oder andere Schwelle bei euch zu Hause euer Widersacher ist, dann solltet ihr einen Blick in die Einstellung der Freiraumbeine werfen. Stellt hier bitte ein, auf welche Art und Weise der Roboter die Schwellen überwinden soll. Sehr viel anpassen könnt ihr auch bei den Dock-Einstellungen. Hier findet ihr unter anderem die Einstellung für die automatische Waschmittelzugabe. Aktivieren solltet ihr auf jeden Fall auch die Selbstreinigung, damit die Wischmops stets sauber sind. Wenn der Roboter oft fetthaltiges wischen soll, dann solltet ihr die Wassertemperatur auf heiß stellen. Denn bei 80 Grad erreicht ihr zusammen mit dem Waschmittel, dass sich die Fette von den Mops lösen. Wenn ihr oft den Clean Genius Modus nutzt, könnt ihr auch das Nachwaschen der Wischmops festlegen. Werft auf jeden Fall einen Blick in den Mob Drying Mode. Ihr könnt hier auch die UV-Sterilisation nochmal ein- und ausschalten, aber spannend wird hier auch die Entleerung und die Häufigkeit des Staubbehälters. Die Station reinigt die Wischmops und sich selbst regelmäßig. Ihr könnt das Ganze aber auch manuell ansteuern. Einen ganz kurzen Blick werfen wir auch hier in die intelligente Hindernisvermeidung. Denn hier verstecken sich unter anderem die Optionen für eure Haustiere. Ihr habt hier multiple Einstellungsmöglichkeiten im Zusammenspiel mit dem Dreame X50 und eurem Haustier. Schaut euch die Optionen ganz genauer an und stellt sie so ein, dass ihr das beste Erlebnis bei euch zu Hause habt. Ein spannender Punkt ist hier die Option Bilder. Der Roboter gibt euch mit den Bildern Hinweise zu potenziellen Hindernissen und wenn ihr diese optimiert bzw. wegräumt, dann habt ihr eine bessere Erfahrung hier mit diesem Gerät. Der Dreame X50 bringt einen eingebauten Sprachassistenten mit. Dieser spricht aber zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos nur Englisch. Abgesehen davon könnt ihr die Sprache des Roboters auch verändern. So könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass der Roboter, wenn er unterwegs ist, mit euch Türkisch oder Spanisch spricht. Und auch die Lautstärke dieser Sprachansagen könnt ihr verändern. Auf eine coole Funktion möchte ich noch ganz kurz eingehen. Diese findet ihr in Kamera in Echtzeit. Nicht nur könnt ihr durch die Kamera des Roboters ihm beim Reinigen zuschauen, auch könnt ihr festlegen, dass der Roboter durch die Wohnung fahren und Aufnahmen machen soll. So könnt ihr euch dann diese Aufnahmen anschauen und sehen, ob bei euch zu Hause alles in Ordnung ist. Last but not least gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten bei weiteren Funktionen. Für Besitzerinnen und Besitzer einer PV-Anlage ist die Aufladung in den weniger ausgelasteten Nachtstunden relevant. Dort könnt ihr zum Beispiel festlegen, dass der Roboter sich nur tagsüber, wenn PV verfügbar ist, auflädt. Natürlich gibt es noch viele weitere Funktionen, aber ich möchte euch nicht alles verraten, damit ihr selber auch noch was entdecken dürft. Solltet ihr Probleme mit eurem Robo haben, kommt zum Forum community-smarthome.com. Dort bin nicht nur ich, sondern auch viele weitere Creator. In der Kategorie Smart Home Geräte und dann bei Mäh- und Saugroboter könnt ihr hier einen neuen Beitrag erstellen. Und dann versuchen wir euch als Community zu helfen. Wir freuen uns auf euch. Die Hinderniserkennung des Dreame X50 ist fast perfekt. Einfache Stromkabel sowie dünne Ladekabel werden hier sehr sicher erkannt und in der App wiedergegeben. Gerade bei den dünnen Ladekabel ist der Dreame hier sehr vorsichtig unterwegs. Neben Kabel kennt der Dreame über 200 Objekte und auch Schuhe, wie ihr sehen könnt, erkennt er hier sehr gut und umfährt diese wunderbar. Auch ungewöhnliche Gegenstände wie hier dieses Deko-Zeugs erkennt der Roboter sehr gut und verhält sich dementsprechend. Probleme gab es einzig bei der Erkennung von diesem Spielzeug, wobei lustigerweise davon sogar ein Foto geschossen wurde, aber leider nicht erkannt wurde im Rahmen der Hinderniserkennung. Lasst uns kurz die Saugleistung des Dreame X50 uns anschauen. Ich habe dafür unter unserem Tisch ganz viele Papierschnipsel ausgeworfen, links und rechts von den Füßen auch. Danach habe ich die Zonenreinigung für diesen Bereich gestartet. Der Roboter ging hier sehr gezielt und gut zu Werke. Er hat hier und dort ein paar Schnipsel liegen gelassen, aber ich denke, das ist absolut verkraftbar. Somit würden wir als Note dem Dreame X50 bei der Saugleistung gut bis sehr gut geben. Für den Wischtest habe ich euch Ketchup, Mayo, Senf und Kaffee auf den Boden geschmiert. Danach habe ich die Zonenreinigung aktiviert und ihn das Ganze mal aufwischen lassen. Wir können sehen, dass der Saugroboter hier sehr gut zu Werke geht. Wichtig für euch, das ist nur ein Reinigungszyklus und die Sachen waren noch nicht eingetrocknet. Gerade bei eingetrockneten Sachen müsst ihr den Roboter dort mehrmals drüber laufen lassen. Das Endergebnis kann sich aber für einen Zyklus sehr gut sehen lassen.
Ich habe jede lange Haarsträhne gesammelt, die ich finden konnte, und sie hier für euch auf den Boden geworfen. Danach habe ich den Roboter angewiesen, diese aufzusaugen, um zu schauen, ob sich diese um die Bürste einwickeln oder nicht. Die Hauptbürste ist hier komplett frei von Strähnen. Einzig die Seitenbürste und vorne die Rolle hat ein paar Härchen abbekommen. Aber komplett wartungsfrei ist bis heute kein einziger Roboter. Natürlich möchte ich euch die unterschiedlichen Töne, welche die Station von sich gibt, euch nicht vorenthalten. So hört sich das an, wenn der Staubbehälter von der Station entleert wird. Und so, wenn die Wischmops gewaschen werden. Und so, wenn das Dreckwasser abgepumpt wird. Bei diesem Ton bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der Heißluftföhn. Kommen wir nun zum Stromverbrauch des Dreamy X50. Nach dem Reinigungsvorgang muss natürlich der Staubbeutel entleert werden und dafür werden knapp 699 Watt gezogen. Über 1129 Watt verbraucht die Station beim Waschen mit 80 Grad heißem Wasser. Um die Mops auszubringen, wird so ca. 50 bis 60 Watt benötigt. Danach haben wir eine ganz kurze Spitze. Ich denke, das ist so diese kurze Heißluft-Föhn-Geschichte und die braucht ca. 141 Watt. Dieser abfallende Bereich hier ist Trocknung plus Aufladen des Akkus. Sobald der Akku voll ist, brauchen wir noch ca. 50 Watt hier für die Trocknung der Mops. Und der Standby-Verbrauch ist so ca. zwischen 5 und 6 Watt, was ich persönlich sehr viel finde. Was haltet ihr davon? Findet ihr, der Stromverbrauch ist hier allgemein für die Aktion wenig oder hoch? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Lasst uns kurz die Zeit nehmen und auch hier über den Preis des Dreamy X50 Ultra Complete sprechen. Dreamy ruft für den X50 Ultra Complete einen Preis von 1.499 € UVP aus. Aber das müsst ihr nicht bezahlen, denn zum Marktstart gibt es vom 15. Januar bis 21. Januar einen Rabatt von 100 €. Die Links zu den Shops packe ich euch in die Beschreibungsbox und dann könnt ihr bares Geld sparen. Jetzt kommt der Teil, worüber sich die Hersteller immer am meisten freuen. Und zwar die Stärken. Und eine Stärke ist, dass hier Dreamy mit dem Ultra Complete Paket ganz viel Zubehör mitliefert. Wahrscheinlich Zubehör für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Cool ist, dass jetzt der LIDAR-Turm einfährt. Somit konnte er unter unsere Kommode reinfahren, wo vorher der L10S Ultra Gen 2 zum Beispiel nicht reingekommen ist. Mit 20 Kilopascal ist dieser Saugroboter einer der saugstärksten überhaupt und bekommt somit auch durch die neue Bürste sehr viel Staub, Dreck und Partikel aus Teppichen und der Umgebung rausgebürstet und in den Saugbehälter reingepackt. Persönlich finde ich es ziemlich cool, dass er seine Wischpads in der Station lassen kann, denn wir haben hier ein paar Hochflorteppiche und dann konnte er darüber sehr gut navigieren und diese reinigen. Denn mit Wischpads ist er natürlich schwerer und kann er umso schwerer navigieren und diese reinigen. Und außerdem würden diese dann versifft werden. Großartig ist auf jeden Fall, dass er selbst die dünnen Ladekabel erkennt und man sich keine Sorgen machen muss, dass sich dieser um den Roboter aufwickelt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Er hat eine sehr präzise Navigation, so dass er wirklich millimetergenau durch Möbel hindurch navigieren kann, um an sein Ziel zu kommen und dort zu reinigen. Außerdem ist dieser Roboter wirklich sehr leise. Nicht nur ist er in der Standardeinstellung für Saugen sehr leise, auch die Station selbst, wenn sie die Wischmops trocknet, kann man so gut wie gar nicht hören. Abschließend möchte ich die Stärken hier mit den Schwellen. Denn wenn ihr ein Zuhause habt, wo viele Schwellen da sind, könnt ihr sogar mit diesem Roboter gleich 2 Optionen nutzen, diese zu erklimmen. 4 cm sind dabei gar kein Problem und Doppelschwellen mit 6 cm sind sogar auch möglich. Wo viel Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Und Zuschauerinnen und Zuschauer von diesem Kanal wissen, kein Gerät ist perfekt, auch nicht der Dreamy X50 Ultra Complete. Deshalb schauen wir uns auch kurz die Schwächen an. Dreamy hat es mit dem einfahrbaren LIDAR-Turm wirklich gut gemeint. Das Problem ist, ein einfahrbarer LIDAR-Turm braucht Bauraum im Saugroboter. Und somit wurde der Saugroboter etwas höher. Zwar flacher als Roboter, die einen fest verbauten LIDAR-Turm haben, aber in unserem Fall wurde er so hoch, dass er unter die Nischen in der Küche nicht mehr gepasst hat. Das mag natürlich bei euch zu Hause anders sein, ist aber auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Mit der Erkennung von
Schuhen, Dekozeugs und Kabel hat sich der X50 gar keine Blöße gegeben. Lustigerweise aber hat das Spielzeug nicht erkannt, zumindest unseres, hat sogar davon ein Foto geschossen, also wurde es doch erkannt. Das ist eine Schwäche, die mit einem einfachen Software-Update relativ schnell behoben werden kann und zukünftig dann einfach wegfällt. Im Laufe des Testes hat sich der X50 einmal aufgehangen. Da musste ich zum Gerät hin und manuell das Gerät ausschalten und dann wieder nochmal hochfahren. Ist nur einmal passiert, aber der vollen Transparenz halber wollte ich das hier erwähnen. Und eine Schwäche betrifft nicht mal das Gerät selbst, sondern eher die Dreamy App, denn wenn dieses Gerät mal einen zusätzlichen Raum sich herbei halluziniert, dann kann man diesen zusätzlichen Raum nicht löschen. Da muss man den aufteilen und dann ausblenden. Das ist ein Punkt, wo Dreamy auf jeden Fall mit einem Update der App nachliefern muss. Der Sprachassistent kann leider nur Englisch. Das ist deshalb schade, weil der Wettbewerb nicht nur Deutsch, sondern auch weitere Sprachen im Sprachassistenten bereits aufweisen kann. Aber auch das kann Dreamy mit einem Update nachreichen. Ja, das war's auch schon. Ihr seid im Auto angekommen. Kommen wir zum Fazit vom Dreamy X50 Ultra Complete. Und die große Frage, die ich mich hier während des Reviews gestellt habe, ist, für wen genau ist dieses Gerät konzipiert? Und die Frage kann ich jetzt relativ einfach beantworten. Das ist derzeit der Alleskönner von Dreamy. Er wischt top, er saugt top, die App lässt mehr oder weniger keine großartigen Wünsche offen. Natürlich leistet er sich hier und dort ein paar kleinere Fauxpas, aber das sind Punkte, die mit einfachen, kleineren Software-Updates ganz einfach wieder behoben werden können. Das Gesamtpaket ist hier einfach durch und durch eines Flaggschiff-Modells würdig. Und wenn ihr so einen Alleskönner bei euch zu Hause haben möchtet, dann ist dieses Gerät genau was für euch. Und wie ist euer Eindruck und Meinung zu diesem Gerät? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Bisher wurden auf diesem Kanal alle Kommentare beantwortet. Also wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ansonsten, wenn euch das Review hier geholfen hat, eine fundierte Kaufentscheidung zu diesem Gerät zu treffen, dann lasst einfach ein Like da. Darüber freue ich mich riesig und weiß, dass es dann euch gefallen hat. Und wenn jemand anderes unbedingt diesen neuen Alleskönner von Dreamy auch sehen sollte, dann nimmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die bedanken sich schon mal im Voraus. Ansonsten, wir wären durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.